Gus. Dann kommen wir mal nach Gus. Ein Gedicht für Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Ja. Wer hätte das wohl gedacht, ne? Das erinnert mich an, wie heißt das Spiel nochmal? Snake. Snake. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Yeah. Ui. Absturz. Yeah. Hey, ich will die Leute treffen auf der Hochzeit. Entschuldigung, ich bin ein kleines Spielkind gerade. Ich weiß, es tut mir leid. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Böser Junge. Böser, böser, böser Junge. Ja, ui. Sarah, einfach nichts sagen, ne? Es ist ganz normal. Jeder Junge hat das Problem. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ja, und der Kleine spielt immer noch mit seinem Ich glaube, ich habe eine böse Ahnung, was passieren wird. Ui, es ist nass, aber es ist scheißegal, der Drachen fliegt. Noch. Ich würde genauso abgehen. Okay. Ach, da unten. Ja, Wind. Ui. Ich würde mir jetzt Gedanken machen. Ja, der Kleine steht ja immer noch mit seinem Dings, gell? Sein Drachen. Na, super, Vater. Wir nehmen alles mit. Hui. Absturz aufs Zelt. Bumm. Ich wünschte, ich könnte. Hab ich das alles mitgenommen? I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Das war die Geschichte von Gus. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Der einfach seinen Drachen nicht loslassen konnte. Keine Ahnung, ich kann ihn nicht lesen. Was? Oh, das ist ja cool. Dann kann man nach oben klettern. Ja, mega. Komm, wir machen das mal. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get.
Mega. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Okay. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Hm. Mhm. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Als Louis was Englischlehrerin, born a okay. year later. Ein Jahr später geboren. Ich würde mal sagen, wir kommen langsam hoch hinaus. Runter können wir nicht. When my dad Wir gehen died, nach oben. I don't think Mom knew where else to go. Wohin sie gehen sollte. Dann. I'm sure Louis Edie was happy Milton. to have her back. Edith. And to see kids in the house again. Ja, wahrscheinlich. Das ist eine gute Ablenkung. The house had to get Auch a little schön. bigger, but Edie was used to that. Ja, das Haus wurde vergrößert. An dem Baum. Und es ist mega. So ein richtiges Baumhaus. Von unten nach oben. And for a while, Und die Schule. things were good. Almost normal. Natürlich muss jeder zur Schule gehen, ne? Edith. Barbara, Molly, Sam, Kelvin, Gregory, Odin, Sven, Gus. Louis Rules. Louis Regeln. Das ist auch cool. Last. So eine eigene Schule von den Eltern beigebracht bekommen. Hat was. Und dann noch so eine Aussicht zu haben. Mega. To teach and to learn. Natürlich hier religionsmäßig. Observation, questions, research, hypothesis, experiment. Okay. Wo geht's hier hin? The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Cool, also eine Rakete. Warte mal, wo geht's hier oben? Wo geht es hier oben lang? Da oben scheint es weiterzugehen. Okay, wir gehen erstmal zu Milton. Miltons kleine Rakete. Finde ich mega. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Aber sau schön. Kommt man nicht irgendwie hier rein? Da, durchs Fenster. Aber ich gucke gerade nochmal hier hinten, ob da noch irgendwas Interessantes liegt. Aber ich glaube, das ist einfach nur so, wo man hier rumgehen könnte, gell? Und so eine Aussicht zu haben. Mega. Sau schön. Das ist wirklich nur ein Gemälde hier. Guck mal, ein riesiger Fußabdruck. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Ja, aber ein sehr guter Maler. Cool. Boah, so schön. So eine Kuppel hier oben. Ah, Mann. Neidisch. Dann gucken wir mal die Geschichte von Milton Milton. Finch in The Magic Paintbrush. Der Zauberpinsel. Der Zauberpinsel. Oh. 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 Puh. Ah.
Gesundheit. Menü. Und der Zauberpinsel hat magische Kräfte. Und so zeichnete er diesen Comic. Milton Finch und der Zauberpinsel. Schön gemacht. Achso, ja, das hatte ich doch eben gerade. Gut. Kann ich jetzt noch was machen damit, oder? Ah, ich konnte es auch schneller machen. Ja. Entschuldigung. Ah, guck mal. Es ist der... Kein Fußabdruck, oder? Das ist eine Tür. Ist er in einer anderen Dimension? Kann das sein? Dass er noch lebt, aber in einem anderen Ort ist? Weil ich die Tür gesehen habe? Ich glaube, der ist auf Reisen, der Kleine. So, wir stellen uns wieder auf die Markierung und dann einmal Abfahrt nach unten. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Ja. Die weg sind oder gestorben sind, werden die Türen verschlossen. Mom didn't want it getting out. Schon traurig irgendwie. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Okay. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. In der Dosenfabrik. Der Louis. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Das sieht ja sehr danach aus, als wäre da ein kleiner... Oh, ich würde das nicht sagen. Okay, hier geht's noch um. Okay, hier geht's rein. Ein Bob Marley-Fan? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Wir schauen. Oder spirituell. Ich meine mit seiner Shisha hier. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Sehr, sehr vertraut. Vertraut nach Substanzen. Wonderland Turbo. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Er starb ständig. Es kommt mir bekannt vor. Aber das ist auch mega gemacht, hier so eine Spielecke zu machen und dann so eine Aussicht zu haben. Ja, wäre schön. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Okay. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior.
His mind began to... Ich will meinen Geist nehmen. Da ist kein Fisch mehr da. Ist kein Fisch mehr da. wander. Oh. I asked him to describe it. Ich bin nicht multitaskingfähig. Das ist hier... He said he started small, imagining a labyrinth. Ein Labyrinth? Oh, okay. He'd feel his way about. Then something moved. Bats Fledermäuse? and toads. Mücken? And things that had not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Ist das cool gemacht. But he found something more. Und was? I worried Wow. about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Mhm. Like a whole new Lewis. Sicher? So I let him go on. Wenn das natürlich nicht ein Fehler war. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Oh. Hundi. On the edge of a city he named Lewis Topia. Louistopia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Ja, tanzt mit mir. Woo! And songs for them to play. He talked about starting a band, Ja, mega. and he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Ja, von Fischen oder was? He no longer spoke at the cannery, Okay. but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. Yeah! They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Was? Ach du. Wie cool. He'd conquer a city, then immediately push on. Er holte eine Stadt und gleitete sofort weiter. New Lewis. Ja! New Louis wurde. St. Louis. St. Louis. Cool. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him,
heart of Lewis kept sailing on. Er war komplett in seiner Fantasie. Eintönige Arbeit, die er immer ausführen konnte und komplett in seiner Fantasie In eingeschlossen. Lewisburg, he heard rumors of a Ach, wir probieren es mal hier. handsome queen. The queen was on her own quest for Wir machen die leuchtenden Regenbögen. Komm. radiant rainbows. Ja, hab sie. Hab sie. He followed the sound of her Wir bleiben mal rechts, ne? silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. Ja, warte. Hab einen Fisch. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Krabbel, krabbel, For krabbel, someone krabbel. who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ich wollte weiter hacken. Hallo? Ich wollte weiter hacken. Das ist auch nicht so schön, auf so einem Fischerboot dann hier überall Blut zu... Ah, mein Schrank. Sehr spirituell. He began to forget the world we know. Wie das hier I aussieht. think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Dosenfabrikarbeiter? He began to despise the man with a royal contempt. Ah. I still thought I could save him. Even Lewis. after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Zu beraten. Die Glückskatze. Molly! Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nein.
Stillgestanden. Keiner rührt sich. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Nein. Nein. Warum? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ich dachte, er hakt sich vielleicht nur die Hand ab oder so, aber ich... My brother was really cool. I wish you could have met him. Ich dachte nicht, dass er sein... Okay. Oh. Ich dachte nicht, dass er sein... Ist egal. Back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Dort in der Fabrik oder wie? Ich vermute. Er ist ja in der Fabrik, hat er diese eintönige Arbeit gemacht. Immer nur den Fisch geschnitten, immer nur den Fisch geschnitten. Und irgendwann begann er halt diese Fantasie zu bilden und war komplett in dieser Fantasie drinne. Ja, und dann wollte er sich beugen mit der Krone und hat sich halt in der Realität halt unter diesen Messer gebeugt. Oh Mann. I wish we'd stayed. Milton. Missing. Ja, wirklich, oh Mann. But I understand why we left. Die Erinnerungen? Die Erinnerungen an all das? My mom ended up leaving everything behind. Die Erinnerungen an all die Sachen, die hier passiert sind bezüglich der Familie? What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Auch wenn das alles so traurig ist und auch die Tode oder wie die Familie gestorben ist, in manchen Situationen lustig erschienen, es ist trotzdem sehr, sehr traurig, dass es allen so passiert ist oder dass sie so ein Pech haben darauf. Ich muss nochmal betonen, eine wunderschöne Aussicht hier. Wow, und daneben im Bett Edith. Also wir. Wow. Das ist so schön gemacht. Ich möchte dieses Haus haben. So oder so. All that's left now is to tell you about that last night. Die letzte Nacht. Oh, so cool. Die Edith. Eine Feder. Ja, wir sind ein bisschen groß geworden. Edith Finch. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused.
power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Ich hatte immer... When my Ja, mom die stood at the Alten. library, I don't think she knew about the other entrance. Die haben immer Kerzen dabei. But I think Ich... Edie had a key to it. Wir gehen den Eingang und wir gucken, was in der Bibliothek wirklich ist. Das ist eine sehr große Bibliothek. Ich dachte, die wäre kleiner. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Vor den ganzen Toten? Oder wie wir gestorben sind? Oder... Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Kinder das Leben gekostet? Warte mal. Jetzt bin ich auch verwirrt. I think it's best if Edith and I leave tonight. Noch heute. Welche Geschichten? We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Die Geschichten von Edith Finch. Einen Moment. Entschuldigung. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Und der ist That geboren. night, the Dankeschön. tide went way, way out. Okay. Oh. Ebbe und Flut. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Also, God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. also wirklich der niedrigste Wasserstand. Pitcha, patcha, pitcha, patcha, pitcha, patcha. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Nein, ich sehe es. Genau, straight geradeaus. I got turned around. Nein, geradeaus. For a while, I wandered. I started seeing things. Mhm. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Das war eine Boje, die immer da war. Edith wurde Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. Sie ist After wahrscheinlich... that, we moved around a lot. Sie ist wahrscheinlich ins Haus gegangen. Zum Haus. We both tried to make the best of it.
A few years went by. My mom didn't like to talk about it, Aber warum? but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Edith Finch, 14. Februar 1999. Auch nicht alt geworden. A Story by Giant Sparrow. For Shelley Dallas. 1948 bis 2013. Ian Dallas, Creator Director. Ah, das sind wirklich die die Kinderbilder von den Entwicklern. Cool. Ah, guck mal hier. Im Waschbecken. Mega. Also ich muss sagen, Edith Finch ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Mit lustigen Parts, mit traurigen Parts. Und dieses Haus ist einmalig. Also diese ganzen Geheimgänge, die möchte ich auch unbedingt haben. Oh. Cool, echt sauschön gemacht. Milton. Geiles Haus, definitiv geiles Haus. Möchte ich auch haben, jetzt sofort. Erster Entwurf ist draußen. The Finches. Oh, Hundi. Oh, Hundi. Oh, noch ein Hundi. Oh, Sauerei. Hat er ein goldenes Fahrrad? Aber echt, ist ein schönes Spiel. Vor allem der Comic, der war cool. Die Barbara mit ihrem Schrei.
Was ist denn da passiert? Essensunfall. Der Kinderstar und dann hat er die Stimme verloren und den Scheiß. What? Melissa Fuß, was ist denn da passiert? Eric Pinto. Erika Pinto. Njikwi? Ah, Beaches, Beaches. Die Nahrungsaufnahme. Okay, alle haben Angst vor Megan. Sie hat eine Knarre. Nathan, Gary. Oh, guck mal hier, ein Top-Schnitt. Vom Jordan. Ich sah früher auch ganz schlimm aus. Ja. Und noch viele weitere. Die haben sich nicht getraut. Die haben sich alle nicht getraut. Aber ist mal was anderes. Jetzt hier auf meinem Channel. Was sonst läuft? Mal was Entspanntes, Beruhigendes als die ganze Zeit nur Schock, 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 Schock. The Edith Finch Team. 2012 bis 2017. The End. The End. Ja, haben wir den alle gefunden? Edie. Haben wir die Edie gefunden? Ja. Was? Das Spiel kann man auf jeden Fall nicht verlieren. Nein, das stimmt.